Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Heute ist Tag 140. Genau, Tag 140 schon. Wahnsinn. Ja, die Zeit vergeht. Absolut. Und wir haben heute ein wirklich wichtiges Thema mitgebracht. Ein Thema, das uns alle angeht. Wir sprechen heute über Diskriminierung. Mhm. Ein sehr ernstes, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, total. Unsere Mission für heute ist nämlich, dass wir 15 wichtige Wörter für den Alltag lernen. Also Wörter, die uns helfen, über Respekt zu sprechen, über Gleichbehandlung und über eine faire Gesellschaft. Genau. Und diese Wörter sind wirklich wichtig für euer B1-Niveau. Deshalb mein Tipp an euch, hört gut zu und achtet auf Aussprache und Rhythmus der Sprache. Richtig, das ist beim Deutschlernen ja extrem wichtig. Oh ja. Und bleibt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Unsere Mini-Story am Ende. Darauf freue ich mich schon. Ja, da packen wir dann alle 15 Wörter in eine kleine Geschichte. Super. Also, lass uns direkt anfangen. Wir starten mit den Grundlagen, also mit den Nomen, den Substantiven. Ja, das ist eine gute Idee. Das Fundament quasi. Genau. Unser erstes Wort für heute ist die Benachteiligung. Die Benachteiligung. Auf Englisch heißt das Disadvantage. Richtig. Und auf Deutsch bedeutet das einfach, dass eine Person oder eine Gruppe systematisch schlechtere Chancen hat. Mhm. Also ein gutes Beispiel wäre die finanzielle Benachteiligung von Frauen bei Gehältern. Ja, das ist ein klassisches Beispiel. Frauen verdienen oft weniger für die gleiche Arbeit. Das ist eben eine Benachteiligung. Genau, das bringt uns direkt zum zweiten Wort. Ein Grund für Benachteiligung ist oft, das zweite Wort, die Herkunft. Ah ja. Die Herkunft. Auf Englisch ist das Origin. Origin, genau. Das beschreibt das soziale oder auch das nationale Herkunftsland. Oder die Familie. Mhm. Zum Beispiel sagt man oft, bei Bewerbungen darf die Herkunft keine Rolle spielen. Ja, so sollte es sein. Also in der Theorie. Richtig, in der Theorie. Aber in der Praxis, in der Realität, passiert dann leider oft unser drittes Wort. Oh ja. Das dritte Wort ist die Ausgrenzung. Die Ausgrenzung. Auf Englisch übersetzen wir das mit Exclusion. Genau. Das bedeutet, dass jemand absichtlich nicht teilnehmen darf. Also man schließt jemanden aus. Mhm. Ich denke da immer an meine Schulzeit, weißt du? Echt? Warum? Naja, wenn man bei einem Gruppenprojekt absichtlich ignoriert wird, das ist Ausgrenzung. Und das ist für betroffene Personen sehr belastend. Ja, total. Das tut richtig weh. Absolut. Aber ist dann in der Praxis eigentlich die Gleichberechtigung genau das Werkzeug, um diese Benachteiligung zu stoppen? Ja, das ist eine sehr gute Überleitung. Denn das ist unser viertes Wort, die Gleichberechtigung. Auf Englisch Equality. Genau. Das bedeutet, dass alle Menschen rechtlich und gesellschaftlich die exakt gleichen Rechte haben. Mhm. Ein Beispielsatz wäre hier, die Gleichberechtigung ist im deutschen Grundgesetz verankert. Richtig. Das ist das Gesetz. Und das brauchen wir als Fundament für eine faire Gesellschaft. Ohne Gleichberechtigung funktioniert es nicht. Ja, da stimme ich dir zu. Und trotzdem gibt es noch Diskriminierung, oft wegen eines bestimmten Merkmals. Unser fünftes Wort. Ja, leider. Das fünfte Wort ist die Hautfarbe. Auf Englisch Skin Color. Genau. Das ist ja eigentlich nur die natürliche Färbung der Haut. Aber leider ist es sehr oft der Grund für Rassismus. Ein wichtiger Satz dazu ist, niemand darf wegen seiner Hautfarbe benachteiligt werden. Absolut richtig. Niemand. Okay, das waren unsere ersten 5 Wörter. Die Substantive. Genau. Die Benachteiligung, die Herkunft, die Ausgrenzung, die Gleichberechtigung und die Hautfarbe. Lasst uns jetzt mal schauen, wie wir diese Dinge tun. Also die Handlungen. Wir kommen zu den Verben. Verben sind super wichtig. Und eine kleine Erinnerung für unsere B1-Lerner: Wir nennen bei jedem Verb auch die Perfektform. Das ist ja extrem wichtig im Alltag. Ja, sehr gute Idee. Also, Wort Nummer 6. Das ist bewerten. Bewerten. Auf Englisch to judge or to rate. Und das Perfekt ist, hat bewertet. Hat bewertet. Das heißt, man gibt ein Urteil ab. Richtig. Man sollte Menschen nach ihrem Charakter bewerten, nicht nach ihrem Aussehen. Ja, das ist ein schöner Satz. Menschen nach dem Charakter bewerten. Und wenn wir falsch bewerten, dann kommen wir zu Wort Nummer 7. Das ist betreffen. Betreffen.
Auf Englisch to affect. Das Perfekt lautet hat betroffen. Hat betroffen. Genau. Das bedeutet, etwas hat direkte Auswirkungen auf jemanden. Ah, okay. Hast du da ein Beispiel? Ja, klar. Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz kann alle Branchen betreffen. Mhm, verstehe. Es kann also jeden treffen, in jedem Beruf. Ganz genau. Und im Beruf oder im Alltag passiert uns oft das 8. Wort. Oh, Wort Nummer 8. Das ist begegnen. Begegnen. Auf Englisch to encounter. Und hier müssen wir aufpassen. Das Perfekt ist nämlich mit dem Hilfsverb sein. Es heißt, ist begegnet. Sehr gut. Ja. Ist begegnet. Es bedeutet, man trifft jemanden zufällig oder man macht eine Erfahrung. Zum Beispiel, in der Stadt begegnen uns täglich Menschen aus vielen Kulturen. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ja, aber weißt du, man begegnet nicht nur netten Menschen. Leider ist uns allen auch schon mal Respektlosigkeit begegnet. Oh ja, das stimmt leider. Kurz mal ein kleiner Einschub für euch da draußen. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Ja, genau. Ein Daumen nach oben hilft uns sehr. Danke euch. So, lass uns weitermachen. Wir wollen ja auch lernen, wie wir positiv handeln können. Wort Nummer 9. Das ist ein sehr positives Wort. Integrieren. Integrieren. Auf Englisch to integrate. Und das Perfekt lautet hat integriert. Genau. Das bedeutet, man nimmt jemanden als vollwertiges Mitglied auf. Mhm. Ein gutes Beispiel ist der Sport. Sportvereine helfen, neue Mitbürger zu integrieren. Ja, Sport ist da wirklich toll. Man spielt zusammen und schon ist man integriert. Aber was machen wir, wenn das nicht klappt? Wenn es Unrecht gibt? Dann brauchen wir Wort Nummer 10. Protestieren. Protestieren. Auf Englisch to protest. Das Perfekt ist hat protestiert. Hat protestiert. Das macht man, wenn man öffentlich seine Meinung sagt, weil etwas ungerecht ist. Zum Beispiel, viele Menschen gingen auf die Straße, um gegen ungerechte Behandlung zu protestieren. Ein sehr starkes Wort. Protestieren. Okay, super. Damit haben wir unsere 5 Verben. Bewerten, betreffen, begegnen, integrieren und protestieren. Jetzt fehlen uns noch Wörter, um die Situationen und die Menschen zu beschreiben. Richtig, wir brauchen Adjektive, Eigenschaften. Lass uns mit Wort Nummer 11 weitermachen. Das ist betroffen. Ah, das Adjektiv zu dem Verb von vorhin. Betroffen. Auf Englisch affected. Genau. Man ist selbst der direkte Leidtragende einer Situation. Zum Beispiel Betroffene von Rassismus brauchen oft Beratung. Sie sind betroffen. Richtig. Und das 12. Wort beschreibt, wie unsere Gesellschaft heute aussieht. Sie ist vielfältig. Vielfältig. Auf Englisch diverse. Diverse, ja. Das heißt, es gibt viele verschiedene Hintergründe in einer Gruppe. Ein Beispielsatz wäre, eine vielfältige Gesellschaft bietet Chancen für kulturellen Austausch. Ja, absolut. Ich vergleiche eine vielfältige Gesellschaft gerne mit einem bunten Buffet. Einem Buffet? Wie meinst du das? Naja, wenn du jeden Tag das Gleiche isst, ist es langweilig. Erst die vielen verschiedenen Gerichte machen das Essen doch interessant. Aha. Das ist ein toller Vergleich, das stimmt. Aber leider ist nicht immer alles toll. Deshalb brauchen wir Wort 13, ungerecht. Ungerecht. Auf Englisch unfair. Etwas ist nicht fair. Es ist zum Beispiel ungerecht, wenn man einen Job trotz gleicher Qualifikation nicht bekommt. Ja, das ist extrem ungerecht. Und oft betrifft diese Ungerechtigkeit eine bestimmte Gruppe von Menschen. Das bringt uns zu Wort 14, behindert. Behindert. Auf Englisch disabled. Das beschreibt eine dauerhafte körperliche oder geistige Einschränkung. Ein ganz wichtiger Satz hier. Im Alltag, öffentliche Gebäude müssen barrierefrei zugänglich sein, also für behinderte Menschen. Genau, da fehlt oft noch viel. Und unser letztes Wort, Nummer 15, ist ausländisch. Ausländisch. Auf Englisch foreign. Das bedeutet, jemand kommt aus einem anderen Staat. Zum Beispiel, eine Firma stellt ausländische Fachkräfte ein. Ja, aber sag mal, was können wir eigentlich im Alltag tun, damit behinderte Menschen oder ausländische Mitbürger sich weniger ausgegrenzt fühlen? Das ist eine super Frage. Also, im Grunde geht es darum, Barrieren abzubauen. Und zwar physische Barrieren, wie Treppen, aber eben auch Barrieren im Kopf. Barrieren im Kopf abbauen. Genau.
Wir müssen aufhören, vorschnell zu bewerten und stattdessen anfangen, Menschen aktiv zu integrieren. Nur so schaffen wir eine wirklich vielfältige und faire Gesellschaft. Wow, das hast du sehr schön zusammengefasst. Danke. Wir haben jetzt alle 15 Wörter gelernt. Aber jetzt kommt der spannendste Teil. Wir haben euch ja eine Mini-Story versprochen. Genau, unsere kleine Geschichte. Da kommen nochmal alle 15 Wörter in einem natürlichen Fluss vor. Das ist ein super Training für euer Gehirn. Hört gut zu. Also, es fängt so an. In einer IT-Firma arbeitet ein ausländischer Mitarbeiter namens Herr Silver. Und Herr Silver fühlt sich sehr ungerecht behandelt. Oh, warum das? Naja, er spürt eine starke Benachteiligung. Und zwar wegen seiner Herkunft und seiner Hautfarbe. Oh nein, das ist furchtbar. Ja, er erfährt bei allen wichtigen Meetings eine massive Ausgrenzung. Die anderen hören ihm nicht zu, das Problem betrifft ihn jeden Tag und er ist wirklich tief betroffen. Das kann ich mir vorstellen. Aber dann gibt es da doch noch seine Kollegin, oder? Richtig, eine behinderte Kollegin, Frau Müller. Ah ja, Frau Müller. Sie merkt das, oder? Genau. Sie beobachtet das und sagt ganz laut vor allen, wir dürfen niemanden so bewerten. Wir müssen hier im Büro für Gleichberechtigung sorgen. Wow, das ist mutig von ihr. Und was macht Herr Silver dann? Das gibt ihm Kraft. Er beschließt zu handeln. Er geht direkt zu seinem Chef und protestiert. Sehr höflich, aber sehr bestimmt gegen diese schlimme Situation. Sehr gut. Und der Chef? Dem Chef wird plötzlich klar, dass ihm im Alltag oft unbewusste Vorurteile begegnen und dass er das gar nicht gemerkt hat. Er entschuldigt sich sofort bei Herrn Silver und er ändert die Regeln, um Herrn Silver und auch alle anderen besser zu integrieren. Ah, super. Ein Happy End. Ja, total. Am Ende stellt das Team nämlich fest, eine vielfältige Gruppe arbeitet viel kreativer und auch viel erfolgreicher. Eine richtig schöne Mini-Story. Und da waren wirklich alle unsere 15 Vokabeln drin. Super, um das Ganze im Kontext zu hören. Absolut. Und damit sind wir fast am Ende für heute. Ja. Aber bevor wir Schluss machen, möchte ich euch da draußen noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Überlegt heute im Alltag einmal selbst. Wie oft benutzen wir Sprache, um andere einzugrenzen und wie oft, um Türen zu öffnen? Eure Worte haben Macht. Das stimmt, das ist ein sehr starker Gedanke. Sprache kann ausgrenzen, aber Sprache kann auch verbinden. Ganz genau. Das war's für heute. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Morgen sprechen wir über ein wichtiges Thema, Politik und Wahlen. Das wird auch wieder sehr spannend. Also vielen Dank fürs Zuhören, viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.